Hallo René hier. Im heutigen Video wird getutet und geblasen und afrikanisch gesungen. Eigentlich stamme ich ja aus Bayern, aber Sie müssen nicht befürchten, dass ich deshalb gleich in diese Sparte greife. Blasen kann man so und blasen kann man auch ganz anders, wie etwa die Leutchen des Boban und Marko Markovic Orchesters aus Serbien, geleitet von Herrn Markovic, der schon lange als König der Balkanblasmusik gilt und beim Musikfestival in Guča jedes Mal die goldene Trompete gewann, sodass er schließlich nur noch außer Konkurrenz auftrat, um den anderen Künstlern den Spaß nicht zu verderben. Wenn Sie nicht selber hinfahren wollen, schauen Sie sich doch mal dieses amüsante DW-Dokumentarvideo an. Bobans Sohn unterstützt den Papa übrigens mit vollen Backen. Miles Davis soll gesagt haben, er hätte sich nie vorstellen können, dass man Trompete auch auf diese Art spielen kann. So dröhnt es ihnen in den Ohren, wenn diese Gruppe bläst, und ich wusste beim ersten Hören nicht so recht, ist das Ernst oder Parodie? Ist das echte Balkanmusik oder Klezmer oder Jazz oder Pop oder sonst was? Jetzt weiß ich, es nennt sich Electric Balkan. In SAT von der CD France Noir on the Trans-Balkan Highway beginnt eine Basstuba zu grunzen, dann kommt eine Trompete dazu und dann folgt ein wilder Chor weiterer Bläser und intoniert eine fast orientalisch wirkende Melodie. Wenn man denkt, man hat den Aufbau verstanden und weiß jetzt, wie es weitergeht, kündigt eine kurze, abrupte Pause oder Verhaltung eine Änderung oder Umkehrung der Phrase an und der Rhythmus oder die Tonfolge ändert sich wieder. Eine Mordsgaudi, die ich Ihnen empfehlen kann, wenn Sie Sinn für musikalischen Humor haben. Sehr empfehlenswert ist auch diese Coverversion. Ich habe den Link in der Videobeschreibung eingestellt, weil sich der Titel auf einer deutschen Tastatur nicht eingeben ließe. Nach dieser wilden Attacke auf unsere Ohren reduziert sich die Anzahl der Blasinstrumente ganz gewaltig in dem Stück Ege von Oceanus Orientalis. Das ist ein Elektronikmusikprojekt, gegründet 2011 von Şafak Özkütle in Istanbul. In Ege spielen nur 2 Bläser. Als Ersatz kriegen wir aber einen wüst brummenden Tiefbass und quirlige Conga-Bongo-Percussion, verstärkt durch Soundplates. Das sind Blechplatten, die synchron mitscheppern. Mit kurzen Stößen und Phrasen dialogisieren eine Trompete und eine Tuba, zumindest klingt es so. Die Solisten werden leider nicht genannt, nur die türkische Vokalistin Idil Mese, die kurz einige Sätze beiträgt. Die 2 Bläser unterhalten sich unbeeindruckt weiter auf ihre ganz besondere Art. Nichts Weltbewegendes, aber auch ein sehr witzig unterhaltsames Stück. Sehr wohltönend geht der interessante Titel Anno Bon des Trios Aldo Romano, Gitarre und Drums, Louis Sclavis, Klarinette und Henri Texier am Bass in die Ohren. Annobon ist eigentlich eine winzige Insel, die zu Äquatorialguinea gehört. Hier aber ist die von 2 Afrikareisen inspirierte Komposition gemeint, die Sie auf dem schon 1994/95 aufgenommenen Album Carnet de Route finden.
Die YouTube-Live-Version von 2019 hat andere Reize, entbehrt aber für meinen Geschmack der Frische und Unmittelbarkeit von einst, 25 Jahre später, wohl kein Wunder. Der vierte Vorschlag liegt historisch noch weiter zurück. Umwerfend originell fand ich den Cadia Blues des 1960 gegründeten Orchestre de la Payotte aus Guinea. Das ist ein düster dröhnender Blues, schwermütig wie vor der Leichenhalle gespielt. Er beginnt mit einer quäkenden Solotrompete, später kommt der Einsatz der E-Gitarre, die mit ihrer klirrenden Schärfe das Trommelfell in feine Streifen zu schneiden droht. Der Gitarrist hat sicher lange gebraucht, bis er eine so ohrenstrapazierende Einstellung gefunden hat, aber gerade das gehört mit zum Reiz des uralten Stückes von 1967. Damit wären wir glücklich in Afrika gelandet und es geht weiter mit 3 afrikanischen Vokalkünstlern. Der erste ist Geoffrey Oryema aus Uganda. Oryema musste seine Heimat im Kofferraum eines Autos versteckt 1977 verlassen, denn sein Vater war Minister in Idi Amins Regierung und die Widerstände gegen deren Machtmissbrauch machte das Leben unsicher. Es wird vermutet, dass der Unfalltod von Geoffreys Vater kein Zufall, sondern politisch von Regimegegnern inszeniert war. Geoffrey floh über Kenia nach Frankreich und starb dort 2018 im Alter von 65 Jahren. Der musikalische Stil seines Titels Makambo von seinem Album Exile erinnert mit seiner schwebenden Atmosphäre an das neulich vorgestellte Kotbiro von Ayub Ogada. Aber hier geht es nicht um den Beginn der Regenzeit. Es ist ein ergreifendes Lamento, in dem er seine Landsleute, die Acholi, bittet, ihn nicht zu vergessen. Blick Bassi ist der erfolgreichste aus der 21-köpfigen Nachkommenschar eines Kameruner Polizeichefs. Bedauern Sie aber nicht die arme Mutter, denn für dieses stolze Ergebnis haben 3 Ehefrauen parallel zusammengearbeitet. Blick Bassi schreibt und singt seine Lieder in der Sprache Bassa, einer von über 200 Landessprachen in Kamerun. Mein Tipp in diesem Video ist sein Lied Ake, dessen melancholischen Gesangsfluss und die ungewöhnliche Instrumentierung vergisst man nicht so leicht wieder. Das sind Lieder, die noch Herz und Seele haben, kann ich da nur sagen. Bonga Kwenda ist von den 3 der politisch am stärksten engagierte Sänger, denn er war ein leidenschaftlicher Verfechter der Unabhängigkeit Angolas unter portugiesischer Kolonialherrschaft. Sein erstes von über 30 Alben, betitelt Angola 1972, veröffentlichte er, nachdem er 1970 ins Exil gezwungen worden war. Daraus stammt der Klassiker Mona, ein Song von umwerfender Ausdruckskraft. Dafür sorgt allein schon die Reißnagelstimme des Sängers. Das war's für heute. Lassen Sie mich durch einen kleinen Kommentar bitte wissen, ob etwas für Sie dabei war. Tschüss.